Ich bin Nina, ich skate seit ungefähr einem Dreivierteljahr. Hi. Ich bin Lilly, ich skate jetzt seit ein bisschen länger als 3 Jahren. Und mein Traumtrick wäre, glaube ich, der Laserflip, weil ich Laser mit Nachnamen heiße. Das erste Mal vom Skaten habe ich gehört, also ich glaube gehört, weiß ich gar nicht so genau, aber irgendwann stand bei meinen Eltern in der Garage ein Skateboard rum. Aber ich bin auf dem Dorf groß geworden und ich kannte keine anderen Personen, die skaten, und in dem Moment hat mich das noch gar nicht so interessiert, und ich glaube, dass ich so Lust hatte, Skaten zu lernen, hat auch angefangen mit der Zeit, in der ich nach Hannover gezogen bin, weil hier Skaten schon, zumindest in den Kreisen, in denen ich so unterwegs bin und war, sehr präsent war. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, aber ich hatte tatsächlich so kurz nachdem ich 10 Jahre alt geworden bin, mein erstes Skateboard und war auch 1 oder 2 Mal mit meinem Papa auf dem Skatepark. Ich habe mir das damals selber ausgesucht, ich wollte das gerne haben, habe das in irgendeiner Kinderserie gesehen und fand es interessant. Dann aber relativ schnell gemerkt, dass man ziemlich lange braucht, um Fortschritte zu machen, und keine Freunde gehabt, die skaten. Deswegen war es irgendwie schwierig, am Ball zu bleiben, und nach 1, 2 Jahren lag das Skateboard wieder auf dem Flohmarktstand und wurde wieder verkauft, weil ich es nie benutzt habe. Die meisten Dosen bisher, also. Letztes Jahr im September hat das erste Flinter Skate Camp stattgefunden in Hannover. Und da war ich gar nicht angemeldet, aber ich habe bei Friends übernachtet an dem Wochenende, und die sind samstags morgens zum Zweier gefahren und haben mich überredet, mitzukommen. Und es hat, ich würde sagen, viel Überredungskunst gebraucht. Da habe ich angefangen zu skaten. Du kannst mich nicht filmen für den Flinter Skate. Hey, warum nicht? Ich bin Teil davon. Na klar, du bist hier, du bist Flinter und du skatest. Ich habe hier in Hannover mit dem Skaten angefangen. Ich bin damals hergezogen für mein Studium. Zu der Zeit gab es den Corona-Lockdown. Es war alles irgendwie zu und es gab nicht so viele Möglichkeiten, neue Sportarten auszuprobieren. Ich habe zu der Zeit noch Standardtanz getanzt, und gerade Paartanz ist was in Corona nicht so gut funktioniert. Da es mir dann nicht so gut ging eine ganze Zeit lang psychisch, hat mein Arzt mir empfohlen, einfach wieder eine Sportart zu finden, die mir Spaß macht, die mir den gewissen Ausgleich für den Alltag bringt. Und da mein Partner geskatet ist, hatte ich halt die Möglichkeit, das mal auszuprobieren, und habe ziemlich schnell Blut geleckt und Interesse gehabt, mein eigenes Brett zu haben, selber zu fahren. Ich glaube, nach der ersten Session, wo ich es mal wirklich ausprobiert habe und mir Zeit dafür genommen habe, war ich dann auch 2, 3 Mal die Woche skaten. Und bin hier immer wieder zum Zweier gekommen und habe den Ort mir angeeignet. Ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Sachen, warum ich nicht früher angefangen habe zu skaten. Also einerseits war es so ein Gefühl von Menschen, die skaten, fangen meistens in ihrer Jugend damit an. Also mit, ich würde sagen, zwischen 10 und 16 war so mein Gefühl einfach immer. Und ich war 24 oder 25 und hatte da schon das Gefühl, irgendwie, okay, es ist ein bisschen seltsam, kann ich überhaupt noch damit anfangen? Und das war auf jeden Fall eine Hemmschwelle für mich. In meinem Freundinnenkreis gab es ein paar cis-männliche Personen, und da habe ich so das Interesse daran, skaten zu lernen, schon auch geäußert, aber das ist nicht so auf Resonanz gestoßen, und ich glaube, ich hätte in dem Moment einfach Personen gebraucht, die gesagt hätten, hey, ich nehme dich einfach mal mit, du kannst es mit mir zusammen ausprobieren, ich zeige dir irgendwie, worauf man am Anfang achten muss, etc. Und dann hatte ich auch nicht den Mut, sage ich mal, einfach so alleine in den Skatepark zu kommen und zu denken, okay, ich fange jetzt alleine an und alles andere ist mir irgendwie egal. Für mich sind viele Skateparks Orte, an denen ich abschalten kann, an denen ich irgendwie abgelenkt bin und den ganzen Stress mal kurz vergessen kann. Und gerade wenn ich skate, habe ich gar keine Zeit, über irgendwas nachzudenken, außer über Skateboardfahren, weil sonst klappen die Tricks nicht. Und das ist irgendwie für mich darum die Aktivität, die mir am meisten Entspannung bringt, auch wenn es körperliche Anstrengung ist. Skateboarden ist für mich ein krasses Freiheitsgefühl.
Wenn ich skate, ist es so, mein Kopf schaltet sich aus. Und es ist irgendwie super fordernd und auch für mich schon immer noch sehr aufregend, aufs Board zu steigen und mehr zu lernen. Aber ich kann beim Skaten alles andere vergessen. Und das ist, ja, ich glaube, das ist, was mich sehr daran anzieht. Für mich macht Skaten besonders, dass du es eigentlich immer machen kannst, unabhängig von Uhrzeiten, von einem Team, das du irgendwie drumherum haben musst unbedingt. Natürlich ist Skaten mit anderen Menschen immer schöner, macht immer mehr Spaß, ist immer ein bisschen kreativer und spornt mehr an. Aber du bist unabhängig, du kannst es jederzeit machen. Es gibt nicht so den Anspruch, dass du das und das und das nacheinander lernen musst, sondern du kannst das machen, worauf du gerade Lust hast. Und du kannst es quasi überall machen. Es gibt überall Orte und überall so kleine Steinvorsprünge oder Ähnliches, an denen du irgendwie kreativ werden kannst. Und es bietet einfach grenzenlose Möglichkeiten. Ich glaube für mich, was Skaten besonders macht als Bewegungsart, ist, dass der ganze Körper dann mit einbezogen ist. So, dass die Fußstellung super wichtig ist und du aber auch auf deine Schultern achten musst, auf deinen Oberkörper, auf deine Beine. Also so, man braucht den ganzen Körper, um zu skaten, und den Kopf braucht man auch noch. Ich glaube, Skaten fordert einen immer wieder heraus, weil du immer wieder neue Tricks lernen möchtest und dafür dich neu überwinden musst. Oder auch wenn du Tricks schon kannst und die an neuen Rampen machst, bist du immer wieder gefordert, dich so ein bisschen zu überwinden und den inneren Schweinehund, dem den Mund zu verbieten. Diese Herausforderung immer wieder zu meistern und sich immer wieder zu überwinden, hilft einem auch im normalen Leben, so dieses Durchhaltevermögen zu haben, auch wenn es gerade vielleicht super nervig ist und nicht so einfach. Weil selbst wenn du einen Skate-Trick lernst, dann skatest du vielleicht ein halbes Jahr, bis er endlich wirklich funktioniert, wenn es irgendein Flip ist. Das dauert einfach. Und wenn du da lernst, so lange durchzuhalten, wird es halt auch einfacher in anderen Bereichen des Lebens, da das Durchhaltevermögen aufzubringen. Ich glaube, in manchen Sessions geht es mir mit dem Skaten auch gar nicht so gut, weil ich irgendwie super deprimiert bin, weil ich immer wieder körperliche Wehwehchen habe, die mich irgendwie einschränken oder Tricks nicht so klappen, wie es soll, oder dass es mir schwerfällt, mich so auf Skaten einzulassen. Aber die meisten Sessions sind wunderbar und man hat irgendwie Gefühle einerseits von großer Freude, man ist stolz auf sich selber, wenn Tricks funktioniert haben, von denen man es vielleicht nicht erwartet hätte. Ich glaube auch einfach so diese Freude am Bewegen und den Menschen, die drumherum sind. Ich finde, Skaten hilft auf super unterschiedliche Weisen, Ängste zu überwinden. Und eine der größten Ängste, die man oder ich beim Skaten überwinde, ist eben, Sachen nicht zu schaffen. Also weil man bei jedem Trick so oft üben muss und so oft hinfällt, dass es halt immer wieder diese Angst, was nicht zu schaffen, und dann schafft man es auch ganz oft nicht, aber irgendwann schafft man es schon, und dadurch ja, überwindet man ja auch die Angst davor, zu fallen oder zu versagen oder was auch immer. Eine der Ängste, die ich sehr krass überwunden habe mit dem Skaten, ist so, öffentlichen Raum oder generell Raum für mich einzunehmen und nicht perfekt sein zu müssen in dem, was ich mache. Die ersten Male, die ich alleine auf den Skateplatz gegangen bin, waren für mich unglaublich nervenaufreibend. Die ersten 2 Monate, wenn ich alleine skaten gegangen bin, habe ich erst mal eine halbe Stunde am Rand vom Skatepark gesessen, ein bisschen die Leute so beobachtet und mir selber Mut zugeredet, dass es okay ist, dass ich mich jetzt auch aufs Board stelle und dass es okay ist, dass ich noch nicht so viel kann und dass sich keiner wahrscheinlich fragen wird, so, was macht die denn da? Genau, ich würde sagen, einfach nach ein paar Wochen, nach ein paar Mal mit Freundinnen zusammen skaten gehen, damit, dass das Boardgefühl dann auch einfach für mich besser geworden ist,
ich angefangen habe, mehr Flinters auf Skateplätzen zu kennen, aber eben auch Cis-Männer kennenzulernen, die mich supporten oder einfach so das Gefühl zu haben, hey, alle sagen mir Hallo, wenn ich auf den Skateplatz komme. Dadurch hat sich für mich auch das Gefühl zum Skatepark geändert. Wenn ich jetzt skaten gehe, denke ich in den meisten Fällen zumindest nicht mehr so, oh okay, wie wird das? Und gucken eigentlich alle komisch und darf ich hier überhaupt sein? Sondern jetzt ist es, also ich fühle mich einfach wohl. Ich bin Britta. Ich skate seit dem letzten Flinter Skate Camp. Ganz am Anfang habe ich mich nie getraut, alleine herzukommen, auch nicht mal mit Board. Also ich bin wirklich einfach mit Freunden hierher gekommen und habe denen beim Skaten zugeguckt. Das verändert sich natürlich, je mehr ich irgendwie in die Szene rutsche und je mehr Kontakte ich schließe. Aber das schaffe ich auch nur tatsächlich durch diese Flinter-Angebote. Allein durch die ganze gesellschaftliche, patriarchale Struktur hat man ja schon die Sorge, als Flinter-Person irgendwo aufzutreten, bewertet zu werden oder in eine Rolle gedrückt zu werden, in die man einfach gar nicht rein möchte. Das löst oft Bauchschmerzen bei mir aus. Also alleine in den Skatepark zu gehen, ist für mich immer noch eine Überwindung. Oft sitze ich auch erstmal im Park eine halbe Stunde und rauche irgendwie 12 Zigaretten, bevor ich anfange. Aber je mehr ich halt mich überwinde und es schaffe, desto einfacher wird es auch. Und vor allem, je größer diese Community wird. Sobald Flinter-Personen da sind, denke ich mir schon eher, okay, ich nehme jetzt mit denen den Raum. Am Anfang war es auch noch mehr, dass ich so immer dachte, wenn ich auch mein Skateboard unterm Arm hatte oder so, dass alle denken, dass ich fake bin. Die ersten Male, wenn ich auf der Straße skaten gegangen bin, konnte ich plötzlich auch gar nichts mehr, weil ich so aufgeregt war, dass ich ständig hingefallen bin oder das Gefühl hatte, ich falle gleich hin und so mein Selbstbewusstsein komplett weg war, weil ich mich so beobachtet gefühlt habe an allen Orten. Da fühle ich mich, glaube ich, sicherer als auf Skateparks, weil da habe ich eher dieses Gefühl, die Menschen kennen mich nicht und da kann ich unabhängiger von den Eindrücken von anderen skaten. Da habe ich nicht das Gefühl, ich muss mich beweisen oder Ähnliches. Und andererseits ist es aber immer wieder so, dass ich öffentliche Orte erstmal kurz kennenlernen muss. Ich muss mich erstmal eingrooven, mich da wohlfühlen mit meinem Skateboard, bevor ich dann wirklich angenehme Session fahren kann. Upsi. Als ich in Kontakt mit Skateboarding gekommen bin, waren hauptsächlich Cis-Männer auf Skateplätzen anzutreffen und für mich hat das schon eine große Hürde dargestellt, auch mit dem, was Skaten irgendwie so, sage ich mal, in der Gesellschaft ausstrahlt, also so diese coolen Skate-Kids irgendwie. Und das sich für mich immer angefühlt hat als Flinter-Person wie so eine eingeschworene Gruppe, wo eine Flinter-Person vielleicht nicht so einfach Platz findet. Also es kommen ja auch immer wieder Themen auf, dass Flinter-Personen sich diskriminiert fühlen oder nicht gesehen fühlen oder genau, sich aus unterschiedlichen Gründen dann nicht in den Skatepark trauen. Und für mich war das auch eine Überwindung und eine krasse Hürde. Also es war eine meiner krassesten Hürden, würde ich sagen, anzufangen mit dem Skaten. Bis ich quasi gemerkt habe, okay, das ist auch viel mit Angst verbunden, die nicht bestätigt wurde am Ende. Also so, ich habe seitdem ich skate sehr, sehr wenig Erfahrungen gemacht, die mir das Gefühl gegeben haben, dass ich nicht in einem Skatepark willkommen bin. In meinen Augen gibt es viele Hürden im Skateboarding. Für Flinter-Personen besonders, weil es einfach ein deutlich cis-männlich dominierter Sport ist, der allein dadurch schon eine Zugangsbarriere darstellt, dass du als Flinter-Person, wenn du auf den Skatepark kommst, die einzige Flinter-Person bist in der Regel. Und das
zieht erstmal alle Blicke auf sich, weil alle anderen erstmal verwundert sind, was machst du denn da? Und das gibt dir wiederum das Gefühl, du musst dich beweisen. Du musst zeigen, du hast deine Berechtigung, hier am Skatepark zu sein. Und wenn du noch nicht lange skatest, ist es einfach unglaublich schwierig, sich selber zu beweisen und zu zeigen, ey, ich bin hier und ich bleib hier und ich bin nicht irgendein Groupie oder so, der am Rand sitzt, sondern ich bin jemand genau wie du und ich möchte hier auch skaten und ich möchte auch diesen Sport ausüben und lernen. Andererseits gibt es natürlich auch Zugangsbarrieren, die irgendwie durch unsere weibliche Sozialisation ganz oft entstehen. Also für mich als Frau ist es zum Beispiel auch so, dass ich schon erwartet habe, diskriminiert zu werden. Also ich bin nicht mal auf dem Skatepark gewesen, aber ich habe erwartet, wenn ich da hinkomme, es wird super unangenehm für mich, weil ich werde die Einzige sein. Die Leute werden bestimmt nicht mit mir reden und in Kontakt treten. Und allein diese Angst, die schon im Vorhinein entstanden ist, stellt natürlich eine Zugangsbarriere dar. Und die kann nur überwunden werden, indem mir die Menschen, die am Skatepark sind, zeigen, hey, wir freuen uns darüber, dass du hier bist. Wir sind super dankbar, dass du hier bist. Und du hast deine Berechtigung, hier zu sein. Und das ist gut so, dass du hier bist. Du schaffst das. Für mich war es immer so, ich war häufig skaten. Ich war regelmäßig skaten, mehrmals die Woche. Und ich war immer alleine auf dem Skatepark mit ganz vielen cis-männlichen Personen. Was prinzipiell erstmal nicht das Problem war, weil ich habe die Menschen kennengelernt, ich habe mich sicher bei denen gefühlt, die haben sich darum gekümmert, dass ich mich sicher fühle auf dem Skatepark. Aber sobald ich Menschen mitgebracht habe zum Skaten, die das auch mal ausprobieren wollten, habe ich einfach gemerkt, da ist es eine ganz andere Situation. Es ist super schwierig für die, in bestehende Gruppen reinzukommen, egal wie sehr ich sie an die Hand nehme und versuche mit reinzuziehen. Es ist nicht für alle immer so einfach direkt so aufgenommen zu werden. Und es erfordert einfach auch viel Eigeninitiative und Kraft, sich einer bestehenden Gruppe anzuschließen. Trotzdem war es immer mein Wunsch, dass ich nicht alleine skaten muss. Ich habe also nicht alleine im Sinne von, ich würde gerne mit anderen Flinter-Personen auch skaten, die auf meinem Level skaten, die nicht schon seitdem sie 3 sind auf dem Skateboard stehen und die krassesten Tricks reißen. Ich würde mich voll freuen, auch mal Menschen zu haben, mit denen ich einfach zusammen neue Tricks lernen kann. Und daraufhin hatte ich so ein bisschen die Idee, dass es mal schön wäre, ein Wochenende zu haben, an dem auf dem Zweier sich mehr Flinter-Personen bewegen als Cis-Männer, um dadurch eine Sicherheit zu schaffen, die sonst so nie gegeben ist, im normalen Tagesbetrieb, nenne ich es mal. Und daraufhin habe ich 2 Menschen angesprochen im Gleis-Date und habe denen meinen Plan erzählt und habe gesagt, Mensch, habt ihr nicht Lust, irgendwie ein Campingwochenende zu organisieren? Vielleicht kann man da auch noch ein paar Workshops machen. Und die waren hellauf begeistert und haben gesagt, ja klar, machen wir das, so let's go. Und dann haben wir uns zu dritt zusammengesessen und ich habe erzählt, ja dann lass uns doch Fördermittel beantragen, dass wir das irgendwie finanzieren können, dass die Leute nichts bezahlen müssen, dass jeder teilnehmen kann, der die Lust hat. Und die saßen da und waren völlig überfordert mit meinen Vorschlägen, weil sie dachten, wir organisieren einfach nur ein kleines, nettes Campingwochenende. Und ich hatte gleich eine größere Vorstellung davon. Une clope pour donner tes pensées. Partage la fumée avec ta plante préférée. Même si c'est ta seule, les autres ont tous crevé. Tu te sens bien, triste et bien. Tes colocataires, tu les as tous réveillés. Sur le couloir pour pisser. Le club est éteint, tu as plus rien à faire.
Laufe der Zeit, wo wir dann so angefangen haben, das zu organisieren, haben wir uns dazu entschieden, einen Instagram-Account zu machen, um dort eben auch darauf aufmerksam zu machen, dass es uns gibt. Auch im Sinne von, schreibt uns an, wenn ihr skaten wollt. Wir sind da und wir nehmen euch mit und lasst uns zusammen eine Session fahren. Als Gruppe sind wir stärker. Und das hat unglaublich gut funktioniert. Also wir haben relativ schnell sehr viel positive Rückmeldungen bekommen. Neue Leute sind dazugekommen, haben gesagt, sie würden das voll gerne unterstützen, wie sie helfen können. Und ich war ganz glücklich darüber, dass sich so viele Menschen selbstständig bei uns gemeldet haben und Interesse an der Mitarbeit bekundet haben, weil es dadurch für uns möglich war, überhaupt umzusetzen. Ja, und in der Planung haben wir dann uns überlegt, was unsere Ziele sind von dieser Veranstaltung überhaupt. Also es ist nur dieses, ja, wir wollen, dass danach mehr Flinterpersonen mit uns skaten, damit wir nicht alleine skaten. Oder haben wir auch politische Ziele und haben uns dann aber fürs erste Camp entschieden, uns so ein bisschen das Ziel zu setzen, den Zweier zugänglich zu machen, also explizit diesen Skatepark für Menschen, die Lust haben, sich hier öfter aufzuhalten, aber sonst nicht die Sicherheit bekommen. Gerade durch Kennenlernen zum Beispiel entsteht ganz viel Sicherheit innerhalb einer Community. Wenn man gemeinsam Zeit verbracht hat, wenn man zusammen geskatet ist. Das sind alles Dinge, die haben mir ganz, ganz viel Sicherheit in der Szene gegeben. Und ich habe gehofft, dass das auch für andere Personen so ist. Darum haben wir uns dann dazu entschieden, das Programm komplett öffentlich zu lassen. Es gab 2, 3 Workshops, die Flinter-only waren, weil es einfach sehr männlich dominierte Sparten sind, wie zum Beispiel das Bauen von Obstacles. Trotzdem war die Skatefläche und alles andere die ganze Zeit öffentlich. Und wir konnten in Kontakt kommen. Es sind viele neue Freundinnenschaften entstanden, was super, super schön zu beobachten war. Wir haben gemerkt, dass viele der cis-männlichen Locals das unterstützt haben und versucht haben, irgendwie herauszufinden, ja, was kann ich denn tun, damit sich die Leute hier sicher fühlen. Natürlich gab es auch Gegenwehr. Es ist, glaube ich, immer, wenn man als Flinterperson etwas anspricht und irgendwo eine Kritik offenlegt und sagt, lasst uns das doch mal anders ausprobieren, dann gibt es häufig Gegenwehr. Aber hier waren einfach die Stimmen, die dafür waren, viel, viel lauter. Die gesagt haben, es braucht genau solche Veranstaltungen, damit wir als Zweier ein inklusiver Ort werden können. Die Stimmen waren lauter als die, die dagegen waren. Und darum konnte das auch so umgesetzt werden, wie es umgesetzt wurde. Bitte einfach gleich direkt hier bleiben und dann machen wir hier weiter. Speed Dating heißt bei uns in dem Fall gegenseitiges Kennenlernen einfach nur. Keine Sorge, ich wurde hier schon ein bisschen angesprochen teilweise, was denn darunter zu verstehen sei. Mir hat das Flinter Skate Camp und auch die Flinter Sessions, die wir bei uns in der Skatehalle haben, am Anfang super viel Sicherheit gegeben, weil ich wusste, dass da Flinterpersonen sind, die wahrscheinlich ähnliche Struggles einfach haben, ähnliche Ängste mitbringen in Skateparks, mit dem Skaten an sich. Das Gefühl zu haben, so Personen an meiner Seite zu haben, die ähnliche Erfahrungen machen, hat mir einen super krassen Halt gegeben. Dadurch, dass Flinterpersonen oft ein großes Verständnis dafür mitbringen, ist der Support einfach auch extrem hoch. Neues Obstacle, habe ich gehört, wird angedreht. Ich war ja vorher hier gar nicht in der Community und bin dann einfach auf Blau und Dunst zum Skatecamp gekommen und hatte so eine tolle Zeit hier, so super Erfahrungen gemacht und so viele coole Menschen kennengelernt, die mich auch super herzlich aufgenommen haben. Und ja, dadurch hat sich einfach voll viel verändert und ich habe mich angefangen zu trauen, hierher zu kommen zum Zweier. Das ist jetzt das zweite Flinter Skate Camp, das hier in Hannover so veranstaltet wird. Beim letzten Camp haben 50 Personen teilgenommen. Dieses Jahr konnten wir 150 Flinter-Personen die Teilnahme ermöglichen. Und in diesem Jahr steht vor allem im Fokus, sich gegenseitig als Flinter-Personen in der Szene kennenzulernen. Und dieses Jahr
haben wir die Chance dazu, das bewusster umzusetzen und gar nicht so als Skate-Wochenende, sondern mehr als Flinter-Empowerment-Wochenende aufzuziehen. Ja, als ich nach Hannover gekommen bin, habe ich relativ schnell meinen Weg zum Gleis D gefunden und da gab es damals eine Girls-Only-Session. Habe nur gemerkt, das ist eine Session, die einerseits nur für Girls geöffnet ist und andererseits ist es halt auch eine Session gewesen, die sehr teuer war, wo wenig Personen daran teilnehmen konnten. Und daraufhin bin ich ins Gespräch mit verschiedenen Teammitgliedern aus dem Gleis D gekommen und habe erzählt, ich würde gerne die Session umbenennen in Flinter-Only-Session, weil es gibt noch mehr marginalisierte Geschlechter, die ähnliche Erfahrungen machen wie Frauen, die auch einen Raum brauchen, in dem sie sich sicher fühlen können und in dem sie über ihre Erfahrungen sich austauschen können. Und daraufhin wurde die Session umbenannt und wir sind auch ins Gespräch mit der Stadt gekommen, wodurch wir eine Förderung bekommen haben. Das heißt, Eintritts- und Verleihkosten wurden gefördert. Wir konnten jedes Mal einen Workshop anbieten und die workshopleitende Person vergüten. Wir konnten Snacks einkaufen. Also dieser ganze Raum ist einfach noch mal viel offener geworden und gleichzeitig aber auch gemütlicher für alle, die da sind. Und ich glaube, das hat viel dabei unterstützt, dass Flinter-Personen in Hannover den Weg zum Skaten gefunden haben und das einfach mal ausprobiert haben, ohne große Angst davor, weil es war kostenlos. Man konnte einfach mal kommen und es ausprobieren. Es war nicht mit einer Hemmschwelle verbunden, dass man schon was investieren muss, damit man es ausprobieren kann. Und andererseits gab es eben auch viele Flinter-Personen, die sich nicht als Frauen identifizieren, die gesagt haben, ey, endlich, ich brauchte genau das und ich habe mich vorher nicht willkommen gefühlt in der Girls-Session. Das war wichtig für sie, dass sich dieser Name verändert hat und dass sich auch das Bewusstsein innerhalb des Gleis Ds, dass nicht nur Frauen Probleme haben, mit dem Skaten zum Beispiel anzufangen. Und ich glaube, das war etwas, was ganz, ganz wichtig war, dass das im Gleis D bewusst wird. Sharkskado ist ein Flinter-Skate-Kollektiv aus Hannover. Wir existieren seit 1,5 Jahren, würde ich sagen. Haben vor 1,5 Jahren damit begonnen, die ersten Projekte zu organisieren, die den Einstieg insbesondere für Flinter-Personen eben erleichtern. So langsam wechseln wir unseren Fokus aber auch auf Menschen, die anfangen mit dem Skaten. Ich würde sagen, ich habe über Skaten schon sehr viele neue Menschen kennengelernt. Ich bin auch seit Mai Teil von Sharkskado und habe dadurch schon das Gefühl, dass sich mein Netzwerk einfach auch innerhalb von Hannover noch mal krass aufgeweitet hat. Die Szene ganz allgemein nehme ich schon als relativ welcoming wahr. Also als Flinter-Person gibt es viele Menschen, die dich ansprechen, die versuchen, dich zu integrieren und dir ganz deutlich das Gefühl zu geben, dass sie sich freuen, dass du da bist. Aber natürlich gibt es auch immer ein paar Personen, die sich rücksichtslos verhalten beim Skaten. Die geben dir das Gefühl, boah,
voll blöd, dass du jetzt da bist, weil ich kann gar nicht mehr so heizen, wie ich vorher geheizt bin. So im ganz Allgemeinen nehme ich die Szene aber schon als sehr, sehr welcoming wahr und auch als sehr inklusiv. Also jetzt nicht nur gegenüber Flinterpersonen, sondern auch Menschen mit Behinderung oder Autismus oder Ähnlichem. Ich habe auch das Gefühl, dass viele in der Szene bereit sind, sich mit Themen auseinanderzusetzen, mit denen sie sich vorher noch nicht so viel auseinandergesetzt haben. Es braucht nur immer einen Raum, der Fehler akzeptiert, damit sie sich darauf einlassen. Den Raum versuchen wir zu schaffen, indem wir sagen, ja, kommt alle dazu, lasst uns gemeinsam ein schönes Wochenende haben und versuchen, Flinterpersonen das Gefühl zu geben, dass es toll ist, dass sie da sind und dass es toll ist, dass sie anfangen wollen zu skaten. Und wenn euch ein Fehler passiert, seid offen, euch dazu zu reflektieren, aber es ist kein Problem, weil wir alle machen Fehler, wir alle sind Menschen und das kann passieren. Und ich glaube, diese Fehlertoleranz ist vielleicht etwas, was in der Szene noch nicht groß genug ist, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass viele sich sehr viel Mühe geben, irgendwie ja, sich auf andere Bedürfnisse einzustellen oder sich zumindest dafür offen zu zeigen, sich das mal anzuhören. Aber eben auch nicht immer. Ich würde schon sagen, dass es sich in den letzten 3 Jahren ordentlich verändert hat, was so die Anzahl von Flinterpersonen angeht, die hier in Hannover skaten. Es gibt viele, die angefangen haben zu skaten, jetzt nicht nur durch das Flinter Skate Camp, sondern auch kurz davor durch die Corona-Pandemie oder Ähnliches. So ganz allgemein sind wir natürlich immer noch deutlich in der Unterzahl als Flinterpersonen, wenn wir auf den Skatepark kommen. Aber ich habe ganz besonders am Zweier langsam das Gefühl, dass man als Flinterperson mehr ernst genommen wird und dass man mehr das Gefühl bekommt von den cis-männlichen Personen, dass es wichtig ist, seine eigene Meinung auch zu sagen und Ideen einzubringen, wie sich der Verein weiterentwickeln kann oder wie er sich eben auch verändern kann. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich am Anfang dazu gekommen bin, wurde ich erstmal schief angeguckt, so ja, was will die jetzt hier? Und ich war immer so, ich will halt auch was sagen, so. Ich will halt auch meine Meinung irgendwie kundtun, weil ich bin auch Vereinsmitglied. Und je länger ich hier bin, desto mehr habe ich das Gefühl, wenn jetzt Flinterpersonen neu dazukommen, hört man denen erstmal zu, bevor man sich denkt, oh, was will die jetzt hier? So. Dann kann es natürlich immer noch passieren, weil man anderer Meinung ist oder Ähnliches. Aber es wird nicht gleich abgeblockt, sag ich mal. Und wir sind einfach mehr. Wir sind einfach mehr Flinterpersonen als vorher und das ist, glaube ich, was ganz viel Sicherheit gibt. Für Flinterpersonen ist es einfach schwieriger, sich Räume anzueignen, sich öffentliche Räume anzueignen. Und durch diese Safer Spaces, die geschaffen werden, wird einfach ein Rahmen geschaffen, in dem man sich ja eben sicherer fühlt und weiß, dass Personen füreinander da sind, ein Auge aufeinander haben und dadurch eben dann auch die Sicherheit gegeben wird, die man vielleicht braucht, um jetzt hier zum Beispiel mit dem Skaten anzufangen. In meiner persönlichen Erfahrung ist es eben, ich habe diesen Safer Space extrem gebraucht und es hat mir so doll geholfen, dass ich FreundInnen hatte, die mich richtig krass unterstützt haben, mich gepusht haben und ich das Gefühl hatte, dabei nicht blöd angeschaut zu werden. Hallo. Und daraus konnte ich eben auch den Mut, sage ich jetzt mal, und die Energie entwickeln, auch ohne diesen Safer Space mich in Skateparks aufzuhalten und auch dadurch lernen konnte, dass ich auch gut mit Cis-Männern skaten gehen kann und mit denen genauso viel Spaß haben kann. Aber ja, ich habe diesen Safer Space einfach im Vorhinein gebraucht, um das Gefühl entwickeln zu können. Ja, dieser Safer Space ist unendlich wichtig, damit sich Menschen wie auch ich einfach trauen anzufangen.
finde es super wichtig, Safer Spaces zu schaffen, damit Flinterpersonen überhaupt erstmal einen Raum bekommen, in dem sie das Gefühl haben, da herrscht ein Bewusstsein dafür, dass hier gerade ein Ungleichgewicht herrscht. Dass es mehr Cis-Männer im Skaten gibt als Flinterpersonen. Und wenn man einen Raum als Safer Space labelt, dann gibt man gleich nach außen so ein Zeichen, hey, wir wissen, dass hier Unterschiede herrschen und wir wollen versuchen, einen Raum zu schaffen, in dem sich alle wohlfühlen. Aber ich war wieder an der Stange. Ja, hab ich gehört. Hast du mal mitgekriegt? Ich glaube, ich würde mir von der Szene wünschen, dass man uns erstmal zuhört. Es gibt immer noch viele Leute, die sagen, oh Gott, Flinter, ich will gar nicht hören, worum es geht, weil es macht mir Angst. Oder oh Gott, Awareness. Und ganz häufig würde ich mir wünschen, dass man mit uns ins Gespräch tritt. Dass man mich fragt, was meint ihr mit Awareness? Was bedeutet das eigentlich? Oder wenn ihr Räume für Flinterpersonen schafft, warum? Bevor man sagt, boah, das ist ja alles scheiße, weil ihr schließt ja Leute aus und ich darf hier jetzt nicht OKF skaten, das ist ja voll die Einschränkung in meinem Leben oder so. Und dass man erstmal fragt, warum? Und dann können wir es erklären. Und wenn dann kein Verständnis dafür da ist, dann ist es eine ganz andere Basis, auf der man sich unterhält, als wenn einfach von vornherein gesagt wird, boah, will ich nichts mit zu tun haben, kann ich nichts mit anfangen, will ich nicht. Mir hat es auf jeden Fall geholfen, gerade am Anfang mit Personen zusammen zu skaten, nicht alleine zum Skatepark zu gehen. Wenn da Menschen sind, die dich unterstützen in deinem Anliegen und die das nicht runtersprechen, hilfst du der Flinterperson unglaublich doll, sich sicher zu fühlen am Skatepark und sich da den Raum zu nehmen, den sie braucht. Und das hilft auch dabei, dass die Menschen wiederkommen. Und nicht sagen, ey, ich habe jetzt eine blöde Erfahrung gemacht oder ich habe 5 blöde Erfahrungen gemacht oder ich habe jetzt eine richtig, richtig beschissene Erfahrung gemacht, die halt wirklich jetzt mal so das fast zum Überlaufen gebracht hat. Wenn da Menschen sind, die dafür einstehen und die einen unterstützen und einem zeigen, hey, ich mache mich für dich stark und ich akzeptiere das nicht, was dir gerade widerfährt, dann können wir, glaube ich, alle ganz toll zusammen Räume schaffen, in denen sich viele Menschen sicher fühlen. Ich glaube, die Skate-Community ist mir mit am wichtigsten von allem, was mit Skateboarding zu tun hat. Wenn ich mich in der Community nicht wohlfühlen würde, würde ich nicht mehr skaten. Ganz klare Sache. Ich habe durch die Community unglaublich viele Freunde gefunden. Ich habe unglaublich viel Sicherheit hier in Hannover bekommen, im Allgemeinen. Wenn die Community heil ist und sich gegenseitig unterstützt und supportet, dann kann daraus halt einfach unglaublich viel entstehen, was alleine nicht machbar ist. Und natürlich macht Skaten Spaß, aber Skaten macht noch viel mehr Spaß, wenn mehr Leute dabei sind und wenn man sich gegenseitig abhypt und wenn da Menschen sind, die sehen, was du für einen coolen Trick gemacht hast und sich mit dir freuen und du dich nicht alleine darüber freust. Ich habe super viele neue Leute kennengelernt, die mein Leben extrem bereichern, mit denen ich gemeinsam wachsen kann, Spaß haben kann, auch heulen kann. Und ich habe das Gefühl, ich bin mutiger geworden, ich traue mich mehr Sachen, ich kämpfe öfter gegen meinen Kopf. Also diese Blockaden, die man ja häufig hat, auch die hatte ich am Anfang so doll, stand ich 3 Minuten vor meinem Board und habe überlegt, ob ich überhaupt draufsteige. Und allein dadurch fällt es mir im Alltag so viel leichter, einfach andere Sachen anzugehen, weil ich mir denke, ja, was soll's, und im Zweifel falle ich auf die Fresse und dann will halt auch wieder heile. Diesen Support zu spüren, das ist das, ja, was ich gebraucht habe. Ich finde es halt ganz toll zu sehen anhand unserer Arbeit hier in Hannover, wie viel das Flinterperson zurückgeben kann. Wir haben vor 1,5 Jahren gestartet und wir sind jetzt eine Organisationscrew von über 30 Menschen, die allein im Orga-Kern versuchen, so ein Skatecamp auf die Beine zu stellen. Und dann gibt es drumherum super viele Menschen, die das supporten, die Schichten übernehmen, mit anpacken, die Workshops anbieten oder wie auch immer,
die sagen, ich finde das toll und wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid. Und das ist einfach unglaublich viel wert und zeigt auch, wie wichtig es ist, dass es Projekte wie diese gibt. Letztes Jahr gab es unglaublich viel positive Reaktionen. Wir wussten überhaupt nicht, was dabei rumkommt, weil wir es einfach erstmal ausprobiert haben. Und so viele Menschen haben sich gewünscht, dass es wieder stattfindet. Und darum sind wir einfach auch stolz und dankbar, sagen zu können, ja, es findet wieder statt. Und wir haben wieder ein tolles Wochenende und ihr dürft dieses Jahr fast alle kommen. Es konnten leider nicht wieder alle kommen. Und trotzdem zeigt aber eine super lange Warteliste, dass es viel mehr dieser Angebote braucht. Und dass es wichtig ist, dass wir das machen und dass wir es auch wieder machen. Und das ist jetzt das Zweite und wer weiß, wie viele noch kommen. Aber solange diese Unterschiede in der Szene herrschen, wird es halt immer wieder Flinter Skate Camp oder andere Aktionen geben, die versuchen, eine Gleichberechtigung und ein Gleichgewicht auch zu schaffen.